Heute zeige ich euch die Überfallraptoren, wie sie nach Wing Riders und nach Shining Victories gespielt werden können. Ja, das Deck wird erst mit Wing Riders wirklich spielbar, wir kriegen eben die wichtige Exceeds, Force Tricks und eben auch weitere Komponenten, die das Deck wirklich braucht, um eben konstant zu sein. Und es ist jetzt wirklich schon konstant, man spielt es aber nach Shining Victories auf jeden Fall etwas anders. Und wieso das so ist, werdet ihr im Video sehen. Natürlich könnt ihr wieder da oben klicken, oben rechts, um eben zu dem Teil zu springen, der euch wirklich interessiert. Falls ihr alle sehen wollt, gut, schaut euch das ganze Video an. Ansonsten, falls ihr nur an der Deckliste interessiert seid und euch mit dem Deck schon auskennt, klickt auch auf die Deckliste und dann seid ihr eben da. Diesmal habe ich mir gedacht, ich zeige euch beide Listen und gebe nochmal speziell darauf ein. Und die Tech-Karten nenne ich einfach so nebenbei im Video. Ich glaube, der Punkt ist generell so ein Punkt, wo niemand wirklich draufklickt. Deswegen tue ich jetzt einfach zwei Decklisten hin. Einmal die nach Wing Riders und einmal die nach Shining Victories. Und da gehe ich eben speziell auf die Karten ein. Danach ja, geht es schon zum Meta-Ranking und wir fangen natürlich wieder mit der Combo an, damit ihr ein bisschen seht, was das Deck wirklich drauf hat. Und es hat tatsächlich jetzt neue Kombos gewonnen, die wirklich ziemlich eindrucksvoll sind. So, das ist erstmal das erste Replay, um ein bisschen einzuführen in die Spielweise der Raid Ritters. Der grüne Vanishing Lanius kann eben einen Raid Ritter spezial beschwören von der Hand, wenn er normal beschworen wird. Und das ist eben der Tribute Lanius, der jetzt spezial kommt. Wenn er normal oder spezial beschworen wurde, kann man eben einen Raid Ritter Monster vom Deck auf den Friedhof legen, oder eben sogar eine Karte, glaube ich. Und wenn eben Mimicry Lanius auf dem Friedhof kommt, kann man ihn auch im selben Spielzug vom Friedhof entfernen, um eben eine Raid Ritter Karte vom Deck auf die Hand zu nehmen. Also im Prinzip so ein Search-Turn, würde ich sagen. Also so kann man sich eben jede beliebige Raid Ritter Karte auf die Hand suchen und das eben mit wenig Aufwand. Wir können sogar eben noch weitergehen und dann direkt Exceeds beschwören. In eben die beste Exceeds Force Tricks kann eben einmal pro Zug ein Raid Ritter Monster vom Deck suchen und wir können jetzt einfach weitermachen. Für Selenius kann sich eben spezial beschwören, wenn man einen Raid Ritter kontrolliert und so weiter. Also geht dann immer so weiter und hier sind wir schon beim zweiten Replay. Wir haben einfach mal so zwei Force Tricks liegen, um euch einfach zu zeigen, was Exceeds Universe in diesem Deck anrichten kann, denn die spiele ich jetzt gerade im Deck dreimal Main. Das klingt vielleicht erstmal komisch, aber ist gerade im Meta ziemlich cool. Man kann eben auch seine eigenen Monster wegnehmen, um eben sowas wie den DDD King ja, speziell zu beschwören. Das ist echt eine super Karte gerade. Oder eben sogar ein Raid Ritter Monster, also die neue Satellite Cannon. Ist eben eure Wahl. Wir können jetzt noch weitermachen, wieder ein Mimicry Lanius entfernen vom Friedhof. Und ja, es geht dann eben so weiter. Beim ersten Mal habe ich sogar vergessen, den Mimicry Lanius zu entfernen, aber ignoriert das einfach. So, also jetzt spinne ich einfach ein bisschen rum. Ihr seht, ich mache einfach irgendeinen Blödsinn. Also kann man natürlich besser nachdenken. Es liegt einfach so ein Monster in Death rum, was ich nicht benutze. Aber ihr seht, wie jetzt zum Beispiel auch die permanente Zauberkarte wirkt. Wir können uns, wenn wir zwei Raid Ritter kontrollieren, und nochmal ein Raid Ritter Monster vom Deck der Hand hinzufügen. Also immer wieder suchen von Monstern, immer wieder ja, auf die Hand was suchen oder auf Friedhof legen und so weiter. Also es hat eben sehr, sehr viele Ressourcen. Wir können eben sehr viel im Zug auch anstellen. Und das dritte Replay ist es mit dem nächsten Deck, also nach Shining Victories. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach mal zwei Karten. Wir brauchen nur zwei Karten für diese Combo, um eben schon ziemlich viel anzurechnen. Das ist Last Strix und die Skip Force. Skip Force kommt erst in Shining Victories und Last Strix ist jetzt schon draußen mit Wing Raiders. Ich sehe jetzt einfach mal random irgendwelche Karten noch nach, aber wir brauchen wirklich nur diese zwei Karten, denn wenn Last Strix auf dem Feld liegt, können wir den Tributen und eben ein Raid Ritter Exceeds Monster, egal welche Stufe, vom Extra-Deck spezial zu beschwören und dann eben die Skip Force zu aktivieren. Die erlaubt es uns eben die Ultimate Falcon Exceeds Rang 10 vom Deck, vom Extra-Deck spezial zu beschwören und dann eben das Monster als Exceeds Material zu benutzen. Man könnte jetzt sogar noch die Skip Force vom Friedhof entfernen, um eben den Falcon oder eben anderes Raid Ritter Monster vom Friedhof wieder spezial zu beschwören. Das heißt, so kann der Ultimate Falcon sogar nochmal vom Friedhof spezial beschworen werden. Also das ist schon echt eine kranke Combo. Alleine mit zwei Karten. So, das ist jetzt unsere Deckliste nach Wing Riders und nach Shining Victories wird sie sich auf jeden Fall ziemlich krass verändern. Auch neue Plays werden dazukommen, die auch sehr, sehr mächtig sind, aber da komme ich eben später darauf zurück. Jetzt wollen natürlich viele auch das Deck austesten, wo man es nach Wing Riders ja auch spielen kann und da würde ich eben die Liste jetzt empfehlen. Ist auf jeden Fall eine mögliche Liste. Wir können nämlich hier
ja auch natürlich unsere Force Tricks spielen, unsere Plays machen, Rang 4 Exceeds raus beschwören. Und dann fragen sich wahrscheinlich viele, warum ist denn hier ein Infinity drin oder 2 Infinities ohne Nova? Und ja, man kann Infinity tatsächlich in diesem Deck beschwören und ist auch so ein bisschen die Taktik in diesem Deck mit eben der neuen Soul Shave Force. Ja, die Force Tricks vom Friedhof zu nehmen und als Exceeds-Material für ein Infinity vom Extra-Deck herzunehmen. Einfach so ein Infinity zu beschwören. Das geht nicht sehr super leicht, also das Deck unterstützt das nicht so krass, weil man eben die erstmal in den Friedhof kriegen muss. Das geht auf jeden Fall. Zum Beispiel eben mit Diamond Direwolf. Wir können ziemlich viele Exceeds in einem Zug beschwören, das heißt, auch hier kann Direwolf eben als zweite Exceeds beschworen werden und dann wird einfach Force Tricks geschossen und wir können mit Soul Shave Force ja, die Force Tricks aus dem Friedhof wählen und eben direkt auch schon im ersten Zug ein Infinity raushauen. Das ist aber sehr, sehr ressourcenaufwendig und ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber es ist eben möglich und vielleicht möchte man das ja auch mal machen. Es gibt viele Plays in diesem Deck, das ist auf jeden Fall schon mal klar. Ich habe noch lange nicht alles in den Kombos gezeigt. Das ist natürlich in den Kombos immer so eine Einführung eher in die Taktik und ja, wir haben eben unsere Monster, die sich eben spezial beschwören können oder Dinge suchen können. Mimicry-Lanius ist echt eine super Kombo. Also die erste Kombo ist so die Main-Kombo, aber wir haben eben auch sowas wie Sharp-Lanius, die auch eben was spezial beschwören können, wenn sie eben dazu kommen. Ich zeige ja eher so First-Turn-Plays in den Kombos immer. Und ja, das Deck ist an sich ziemlich konstant. Wir können eben Sachen dodgen auch. Mit Veiler kann man einfach dodgen mit Swallows Nest, Schwalbennest oder eben auch mit Icarus-Angriff. Um eben Plus zu generieren, was ziemlich cool ist und da lohnt sich tatsächlich auch, Schwalbennest vielleicht sogar 3-mal zu spielen, je nachdem. Müsst ihr dann mal austesten. Ich habe mich jetzt für 2 entschieden, weil sie auch teilweise tot kommen kann. Aber ja, das Deck ist eben ein ziemlich konstantes Rang 4 Exceeds Deck und ja, Exceeds Universe ist eben super spielbar, weil eben ganz viele Rang 4 Exceeds Decks rumlaufen. PP ist vielleicht immer noch spielbar, muss man eben mal gucken. Talonite vielleicht immer noch ein Ding. Und da kann man eben vielleicht sogar zur Not eben auch seine eigenen Monster nehmen, weil man eben ziemlich krasse Exceeds-Beschwörungen durchführen kann, um eben solche Giganten wie diesen Duo Dawn King speziell zu beschwören. Oder vielleicht sogar eben auf die neue Raid Raptor Satellite Cannon. Die wird aber erst wichtiger so nach Shining Victories und da gehe ich jetzt mal drauf ein. Mit auch den ja, Tech-Karten. Ja, das ist eben der Bild und haben wir eben gedacht, so ja, das kann man auf jeden Fall so lassen, besonders weil in Europa nämlich ein Out für eine spezielle Karte, auf die das Deck baut, nicht vorhanden ist und das ist eben diese Karte hier, Utopia Lightning. Und dieses Deck ist wirklich nur darauf zentriert, mit dieser Karte hier, Last Tricks, die kommt auch an Wing Riders raus schon, wird aber noch nicht so relevant, wie jetzt eben nach Shining Victories, und dieser neuen Karte hier, auch eine Shining Victories Karte, kann man eben die hier beschwören. Also wir brauchen nur diese Karte hier, Last Tricks, und die neue Rank Up Magic, um dieses Ding hier speziell zu beschwören. Was ist das? Das ist ja schon, das grenzt ja an Bullshit. Ich weiß auch nicht, also ihr habt es in den Kombos gesehen, wir brauchen wirklich nur 2 Karten. Darauf ist das Deck so zentriert. Wir haben auch One-for-One drin, um eben so schnell wie möglich an die hier zu kommen. Aber wir brauchen irgendwie auch eine Sucherkarte eigentlich für die Skip Force. Die gibt es leider noch nicht so richtig, aber naja, muss man eben mal gucken. Und ja, hier ist natürlich die Möglichkeit, mit 2 Karten so ein Monstrum zu beschwören, ist eben der neue Apocryphal Towers, so ziemlich. Und mit der Skip Force können wir den sogar nochmal vom Friedhof speziell beschwören. Was ist? Na, ich weiß auch nicht. Das Deck kann auch wieder auf Infinity gehen mit eben einer Shave Force. Manche spielen die aber auch nicht mehr. Ich finde sie aber auch immer noch als Deck ziemlich cool. Und ja. Auch hier noch eine neue Karte, Readiness, oder neu, in Anführungszeichen, ist auf jeden Fall spielbar, kann man eben Angriffe blocken und die Zerstörung von Raid Raptor Monstern, also eine interessante Tech-Karte auf jeden Fall und ja, viel gibt es gar nicht zu bereden. Mehr Handtraps natürlich, weil wir eben auch Protection brauchen. Das ist auf jeden Fall so der Bild, den ich so nach Shining Victories so sehe. Man hat immer noch die Plays auf Rang 4, man hat aber eben dieses ultimative Play auf diese Ultimate Falcon, was einfach nur unglaublich ist. Und ja, als Text kann man natürlich umbauen auf so ein Anti-Deck, Anti-Spell Fragrance 3-mal spielen oder so und 2 Gozen-Match, vielleicht sogar eben ein Crush Card Virus. Das geht super in diesem Deck. Wir spielen wirklich viele Karten, die weniger als 1000 Angriff haben und es ist eben ein finsternes Deck, also warum nicht? Es ist ziemlich cool im Meta gerade, also kann man ausprobieren. Upstarts natürlich immer cool, ja, weil wir
vielleicht auch ja, eine höhere Chance auf die Rank-Up-Magic haben wollen, wer weiß. Oder natürlich sowas wie Soul Charge kann unsere Plays noch weiter erweitern. Und natürlich, habe ich ganz vergessen, Raptors Gast ist eine super coole Karte. Wenn wir eben eine Raid Raptor-Karte kontrollieren, können wir eben eine Zauber oder Falle vom Gegner negieren. Also das ist so eine Konterfalle und habe ich jetzt im ersten Bild zweimal gespielt, jetzt gar nicht mehr, weil sie halt auch vielleicht nervig kommt, man muss halt eine Raid Raptor-Karte kontrollieren, aber sie kann eben auch Leben retten und vielleicht kann man die eben für einen Solemn Struck oder so reintun, wer weiß. Auf jeden Fall eine Option. Und das war's mit dem Roundup. Falls ihr eben Fragen zu einzelnen Karten habt, schaut mal in die Videobeschreibung. Da ist die komplette Deckliste oder beide Decklisten sind da komplett aufgelistet. Und falls ihr da eben Fragen zu einzelnen Karten habt, einfach mal googeln, also den Kartennamen eingeben und dann eben googeln. Da werdet ihr auf jeden Fall was finden. So, jetzt wissen wir ungefähr, wie das Deck funktioniert, die Decklisten ausschauen und so weiter. Und haben eben so einen Eindruck bekommen, wie das Deck jetzt ja wirklich funktioniert. Und ja, ich hoffe, das ist bei euch der Fall gewesen. Ansonsten können wir natürlich wieder zurückskippen zu den einzelnen Punkten im Video, wisst ihr. Ja, jetzt mal zur Zusammenfassung und zum Meta-Ranking, denn da ist es auf jeden Fall nochmal wichtig ranzugehen und zu reflektieren, so, was genau ist jetzt mit dem Deck los? Kann das Deck im Meta mithalten? Und ich finde, nach Wing Rider so ist es ziemlich schwer. Es fehlt einfach echt noch so an Komponenten. Wir haben unseren eigenes Playstyle, wir können echt auf Infinity gehen, aber wir müssen auch unsere Exceeds erstmal im Friedhof kriegen. Das geht natürlich mit Icarus-Angriff, also wenn wir eben unseren Force Strix beschwören und Icarus-Angriff 2 schießen oder sowas, geht das ziemlich einfach. Danach die Rank-Up Spell und dann hat sich das, dann haben wir schon Infinity auf dem Feld, was ziemlich cool ist. Aber ansonsten, ja, also auf so ein Play zu bauen, finde ich, lohnt sich nicht, weil natürlich haben wir auch die Möglichkeit, auf andere Exceeds zu gehen und so weiter und eben Kartenvorteile zu generieren. Aber erst nach Shining Victories mit eben der neuen Falcon Exceeds wird das Deck wirklich krass. Da haben wir so eine Combo, wo wir wirklich ja 9 Towers praktisch haben, 9 Clifford Towers. Da gibt es wenig Outs für. Vielleicht eben Utopia Lightning haben wir in Europa noch nicht. Vielleicht kriegen wir die noch irgendwie. In Nordamerika ist es eben eine Promo. Aber bis wir die haben, könnte es eben noch dauern. Und das ist eben so eins der wenigen Outs, die man eben gegen diese Karte hat. Und solange bis dieses Out nicht draußen ist, könnte in Europa das Deck wirklich, wirklich gut werden nach Shining Victories. Weil man eben die 2-Karten-Kombo hat mit eben Last Strix und der Rank-Up-Spell. Also da müssen wir eben mal gucken, wie das da ausschaut. Es ist wirklich ein schnelles Deck, es macht Spaß zu spielen. Es ist konstant, aber irgendwas fehlt eben, um Rank-Up-Zauber zu suchen, finde ich irgendwie. Ansonsten kriegt es für mich eine solide 7 von 10 Punkte. Es ist schlechter als Monarchen auf jeden Fall. Es ist teurer, wohlgemerkt, denn die Force Strix wird wahrscheinlich die teuerste Karte aus Wing Rider sein. Also schade, aber ansonsten, es macht schon Spaß. Also es ist ein Fun-Deck, ich glaube die Preise werden ein bisschen runter sinken. Es ist nicht so billig wie Monarchen, aber es ist auch, es ist schneller auf jeden Fall und hat eben seine Vorteile. Wir können eben Veiler umgehen mit Schwalbennest und eben anderen Karten. Wir sind an sich ein besseres Blackwing-Deck sozusagen, es ist schneller. Also 7 von 10 Sternen sind auf jeden Fall ziemlich cool, also ziemlich angemessen finde ich. Und ja, das Deck macht meiner Meinung nach ziemlich Spaß. Und man hat eben zu tun auf dem Feld, Kombos ziehen, suchen und so weiter. Also, naja, das war auf jeden Fall jetzt mein Review zu dem Deck. Ich finde, das Deck hat es auf jeden Fall drauf. Nach Shining Victories, nach Wing Riders wirkt, ja, kann man mal ausprobieren. Also ich bin gespannt, ob ein paar Spieler das eben ausprobieren werden und wie es da ist. Aber von meiner Sicht aus wird das Deck wirklich erst gut nach Shining Victories. So, das war es jetzt beim Deck-Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat euch geholfen. Und wenn es so war, gebt doch dem Video einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video der nächsten Woche von eben der Destiny Duel Series, die ja diese Wochenende stattfindet. Also ja, vielleicht sogar auf dem Turnier. Und ja, bis dann.